Christian, schön, dass ich dich hier mal erwische. Ja, gerne. Zeit hast du eigentlich nie, denn du verantwortest im Geschäftsfeld Industrial Engineering das Thema Anlagenbau. Wie gestaltet sich dein Alltag da? Ja, der Alltag gestaltet sich so, dass wir ein Team von 30 Leuten sind und dieses Team eben diese Anlagen plant und letztendlich auch umsetzt und das weltweit und das basierend eben auf unserem Prozess-Know-how, was wir selber haben. Jetzt bist du ja noch nicht ganz so lange bei uns. Wie hast du denn zu uns gefunden? Wie bist du auf DMT aufmerksam geworden? Ja, ich habe klassisch als Verfahrensingenieur mal angefangen, vor mittlerweile 37 Jahren und habe für verschiedenen Anlagenbauunternehmen gearbeitet und irgendwann stand mir mal der Sinn nach einer Veränderung und so bin ich dann aufmerksam geworden auf eine Stellenausschreibung bei der DMT und so bin ich vor 1,5 Jahren hier gelandet. 1,5 Jahre ist ja schon eine relativ lange Zeit, aber oft hat man ja noch ein bisschen Außenperspektive, die man mitbringt. Aus der Perspektive heute und von damals, was sind die Besonderheiten an DMT? Ja, die Besonderheiten sind sicherlich das breite Spektrum der Leistungen, die die DMT erbringen kann in unterschiedlichen Industriebereichen, wobei unser Bereich INA 1 eben der reine Anlagenbau eben nur ein Aspekt ist. Und das ist natürlich die Herausforderung, das auch allen Kunden so rüberzubringen, was wir alles können. Ja, und was treibt dich ganz persönlich an und wie suchst du auch Ausgleich? Das ist sehr arbeitsintensiv, du bist persönlich engagiert, wie schaffst du dir ein Ventil? Ja, also was mich antreibt, sind einfach die Herausforderungen in der täglichen Arbeit. Anlagenbau ist ein sehr interessantes Feld, hat sehr viel auch mit Leuten zu tun. Und gut, den Ausgleich schafft man halt durch entsprechende Freizeitaktivitäten, in dem Fall wie Kochen oder Lesen oder Radfahren oder Wandern. Ja. Okay, und deine Projekte oder eure Projekte, wo sind die? Wo finden die statt? Also wir sind zu 90%, kann man sagen, im Export tätig. Also diese Projekte finden hauptsächlich im Ausland statt. Aktuell zum Beispiel sind wir in Indien zugange, wir sind in Nordkorea in Gesprächen mit unseren Kunden und auch in Südafrika. Das sind meistens schlüsselfertige Anlagenbauprojekte. Ist das euer Fokus? Ja, also schlüsselfertig sind teilweise schlüsselfertige Projekte, teilweise auch sogenannte Revamps, also das heißt der Austausch von Anlagensektionen, was noch ein Stückchen anspruchsvoller ist, aber im Wesentlichen sind es schlüsselfertige Anlagen. Okay, und DMT steht für ausgezeichnete Ingenieurdienstleistung. Wir haben uns selbst den Claim Engineering Performance verpasst, also ein Versprechen nach draußen, wir liefern ab. Wenn du das jetzt in deinen Kontext übernimmst, welches Projekt würdest du gerne mal abliefern? Ja, wir wollen uns natürlich ein bisschen diversifizieren. Wir machen ja viel im Kokereigasbereich und es gibt aber ähnliche Projektansätze auch in anderen Industrien, chemische Industrie, Feinchemie. Und da wollen wir rein. Also wir wollen diese Kombination aus fachlicher Kompetenz, Planungskompetenz und auch Umsetzung dieser Projekte auch in anderen Bereichen anwenden. Habt ihr diese Kompetenzen schon alle an Bord? Nein, wir suchen aktuell nach Verstärkung, und zwar im Bereich Verfahrenstechnik und Projektleitung. Ja. Und da suchen wir verstärkt Leute, die, ich sag mal, auch die Lust haben, über den Tellerrand zu gucken, die interessiert daran sind, gesamtheitlich Projekte zu realisieren. Und da sind nicht nur fachliche Kompetenzen wichtig, sondern auch Soft Skills und soziale Kompetenz. Klasse. Und wenn jetzt jemand da draußen das hört, wovon du berichtest, wenn er sagt, das ist interessant für mich, ich muss den Herrn Heiermann anrufen, kann er das direkt machen? Ja, soll er machen, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin gerne bereit, dann nochmal im Detail Auskunft zu geben, mit was wir uns so den ganzen Tag beschäftigen. Dann hoffe ich, dass sich wirklich viele neue Kolleginnen und Kollegen bei dir melden und dass das hier ein bisschen was bringt. Dankeschön für deine Zeit. Bitte.